Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein super interessantes Video von The Richest an, und zwar How Mike Tyson blew his 685 Million Boxing Fortune. Nicht so clever, er wird jetzt circa auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Ich meine, 10 Millionen schmecken ist ein schönes Abendessen, ne? Kleiner Spaß, aber von 685 auf 10 runter. Wie schafft er das? Das schauen wir uns jetzt an. Vorher noch ganz kurz für die Leute. Morgen, also Freitag 18 Uhr, gibt es den Return-Drop von Explicit 2 mit den Plüschsachen, mit den ganzen Jeans, mit der schwarzen Cargo, die super crazy ist. Also das ist die letzte Chance, da was zu bekommen. Deswegen morgen 18 Uhr auf pesoclub.com. Let's go! In 2003, the life of Iron Mike was thrown into turmoil once again. Das Tattoo muss man auch noch mal sagen, zu legendary. One of the greatest boxers of all time was declared bankrupt. With my ex-life, that's just how I live my life. That's my addictive personality. So, we're gonna look at some of the... Okay, mit Quavo und Offset. Ich muss sagen, ich verfolge den gar nicht. Das letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, also natürlich bekommen habe was von ihm mit, ne? Aber das letzte, wo ich den effektiv gesehen habe, war bei Hangover. Und das ist schon sehr lange her. priciest items Tyson has splashed the cash on through the years. In 1986, at the tender age of 20, Mike Tyson became the youngest heavyweight boxing champion of all time. That's a record crazy. he still holds today. From the battle against Trevor Berbick, Tyson's career took off. He was now a superstar. Tyson became one of the most dominant boxers in history. He achieved 50 wins in his career, 44 of which were by knockout. Das ist krass. Von 50 Siegen, 44 mit K.O. ist schon eine nice Statistik. $400 million from his tremendous reign. At one point, his bank account held $300 million. By 2003, Tyson was declared bankrupt. Bankrott 2003. Wie schafft er das? Und wenn er sich Häuser und so weiter gekauft hat, dann behalten die ja trotzdem noch ihren Wert. Also der kann die ja dann wieder verkaufen. Hä? He'd spent his vast fortune and was 23 million in debt. He had to sell Im Minus, 23 Millionen Dollar im Minus. Shake my head. many of his assets to reduce the financial burden. Within his garage, the baddest man on the planet had 3,000 pigeons in cages. Er gibt sein Geld für 3.000 Vögel aus. Warum? He stated that a number of them cost Will der nochmal Brieftauben jetzt hier auf die Reise schicken? as much as $3,000. Tyson described the cost of a lot of others as cheap. Bro, die scheißen dir doch überall hin. Stell dir vor, du hast ein Luxusauto, was er ja sicherlich hat, auf deinem Hof stehen und die scheißen dir das einfach voll. To splash the cash on some fancy pigeons. He tracked down 3 Jensen pigeons in Norway. Tyson bought them all for around $15,000. Ja, okay. Also wenn du 600 Millionen hast, dann jucken dich ja 15.000 Dollar nicht. Aber trotzdem, Kleinvieh macht auch Mist, sag ich mal, ne? People can spend so much on racing pigeons. Pigeons aren't the only unusual pet that Tyson has dabbled with. Over his lifetime, he has owned 3 So, Bengal... das kann ich wenigstens nachvollziehen, weil das ist was keiner hat. Die scheißen dir nicht auf deine Autos, die sehen geisteskrank schön aus. Natürlich, artgerecht ist es nicht. Aber ich kann wenigstens verstehen, warum man die ästhetisch findet und gerne einen hätte. Ich hätte auch gerne einen Tiger, aber macht man natürlich nicht, ne? Each one of the tigers is said to have cost him around $70,000. 70.000 für einen Tiger, Alter. One of the tigers was called Das ist eine Platin-Day-Date, ne? Sag ich mal. Kenya. When he had the tigers, they were costing him $200,000 per year just to feed. Das ist auch, also, muss nicht sein, aber wenn du 600 Millionen hast, okay. Aber das waren jetzt immer noch keine großen Posten, ne? Leute, schnallt euch an, was bestimmt gleich noch kommt. Whenever someone makes a lot of cash, they tend to buy a collection of luxury cars. Ja. Well, Mike Tyson Auch nachvollziehbar. is no different. Tyson waited until he turned 21. He then bought a Rolls-ROYCE Silver Der hat tatsächlich gewartet, bis er 21 ist und sich dann einen fetten Rolls gekauft. Habe ich meinen mit 22 oder 23 gekauft? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, 23 oder nicht. Aber war der mir ein bisschen voraus. SPUR to the tune of nearly $120,000. Another vehicle that Iron Mike had to get was the Bentley Continental SC. Auch geil. This model was Für die damalige Zeit heftig. a limited edition. As such, only 79 of them were made. Tyson purchased it in the late... Guck mal, das sind alles Limited Editions. Das sind so Classic-Autos. Die kann der doch, wenn er 23 Millionen Dollar im Minus war, kann er doch voll viele Sachen wieder verkaufen oder sein Haus verkaufen oder so. Dann ist er wieder auf Null. 90s for $500,000. Another luxury automobile that Tyson wanted was the Jaguar XJ220. This model was made from 1992 to 94. Due to its rarity, the car was being sold for $600,000 at the time. Krank. With inflation, today that would amount to over $1 million. Iron Mike has owned a number of impressive mansions throughout his life.
one of which he purchased in 2016 in Las Vegas. Las Vegas sieht schon hart aus, ich würde schon gerne einmal dahin. Aber erst LA, dann New York und dann Las Vegas auf der USA-Wishlist. Street into a building called Henderson Home. He spent $2.5 million. So, 2,5 Millionen ist für den Anfang in Ordnung, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre mehr. Bro, das sieht aus wie 10 Millionen. In Deutschland kriegst du für 2,5 Millionen Euro das Stück hier vielleicht. Ja gut, je nachdem, wo du baust. Ne? Und das hat sich jetzt einfach in Luft aufgelöst, das Geld davon. When his bankruptcy hit in 2003, Tyson sold his 50,000 square foot home in Connecticut for $4.1 million. Okay. Gut, der hat sein Haus verkauft und 4,1 Millionen bekommen. Eigentlich, wenn du dich nicht dumm anstellst, dann kannst du doch gar nicht bankrott gehen. Weil so, angenommen, du machst 100 Millionen und kaufst dir einfach für 100 Millionen Euro irgendwelche Häuser. Und angenommen, dann brauchst du unbedingt Geld. Du sollst ja nicht dein ganzes Vermögen in Häuser anlegen. Aber angenommen, du bist jetzt so blöd und hast es gemacht, dann kannst du das immer noch irgendwie wieder loswerden und halbwegs in Ordnung einen Preis bekommen, sag ich jetzt mal. Ich check nicht, wie der so viel Geld verloren hat. In Las Vegas vielleicht. Beim Gamblen. To ease the deficit. The new owner was 50 Cent. Krass. This house has 52 rooms, a recording studio. Aber 50 Cent war ja auch mal bankrott. Ne? Ich weiß nicht, ob diese ganzen Bankrotte da so wirklich bankrott sind. Ne? Vielleicht lässt man auch kurz Privatinsolvenz hitten und lässt alles über die Firma laufen. Also ich glaube jetzt keiner von denen wird am Hungertuch genagt haben. And a private nightclub. At one point, when 50 Cent was trying to sell it, the house was listed for $18.5 million What the fuck? in 2015. Diese andere Wertsteigerung. It has since been sold for just $2.9 million. Oh. Also 50 Cent hat es für 4,1 Millionen Euro gekauft, wollte es für 18 Millionen verkaufen und hat 2,9 dafür bekommen. Gut. In 2000, Mike Tyson was suffering with mounting financial issues, one of which was a massive bill from a London-based jeweler. The list of items he bought consisted of a diamond watch, a bracelet, and 2 pocket watches. That bill came to $630,000. Was? Eine diamantenbesetzte Uhr, ein diamantenbesetztes Armband und 2 Taschenuhren, $630.000. One of the items was a diamond watch with a sapphire dial. It cost $200,000. Okay. Tyson also bought an emerald and diamond bracelet for $250,000. According to his bankruptcy documents, Tyson was spending $100,000 per month on jewelry and clothes. At another time, Junge. Tyson splashed $550,000 on a pair of diamond-coated Piaget Galaxy watches. Back in 1988, Mike Tyson married actor Robin Givens. The following year, the two divorced. During that time, Ärgerlich, ein Jahr später wieder. Tyson decided to give Givens a piece of exorbitant furniture for Christmas. He purchased a custom-made solid gold 24-karat bathtub. Yep, you heard that right. All for... Oh mein Gott, was? 2,3 Millionen Dollar für eine goldene Badewanne, Bro. Also... $2.3 million. If you're wondering what happened to the bathtub, have no fear. We have the answer. After Givens and Tyson divorced, the bathtub was sold by Tyson to a billionaire for half as much as what he paid for it originally. After his famed declaration of bankruptcy, details emerged in the media on what Tyson was allocating his money on. For mobile/cell phones, pagers, and monthly bills for the devices, he spent $230,000. Für Handys und Handyrechnungen, Bro. Tyson was known for gifting his friends with expensive items. However, for comparison, when the Motorola Star TAC came out in 1996, it had an introductory price of $1,000. Well, Tyson hasn't let his love of technology fall to the wayside in recent years. A new app called Cameo exists. It allows fans to purchase personalized video messages from their heroes that have signed up for the service. Das ist ja, also muss ich ernst sagen, ein bisschen trashig. Als Fan kannst du dir da von deinem Promi Grußnachrichten kaufen. Welcher Promi macht das denn? Das sind ja wirklich wahrscheinlich auch nur Leute, die Geldprobleme haben. Bro, what the fuck, man? At the time, he was charging $300 per video message. According to reports, in just 6 hours, he made around $20,000. Junge, dass da wirklich Leute für bezahlen, ne? Das ist ernsthaft. Recently, Tyson has increased his price to $500. He created Tyson Holistic Holdings, where he sold various cannabis products and merchandise. He then bought a Ich glaube, massive... da ist Cannabis verkaufen so wie CBD oder Shisha-Tabak in Deutschland. Jeder hat da irgendwie seine eigene Grassorte. Travis macht jetzt auch eine eigene Grassorte. 40-acre farm to grow his Alter, Jumbo Schreiner, der Allerechte. own product. It's believed he makes $500,000 from this business per month. Today, Mike Tyson is worth $3 million. Also laut Google 10 Millionen. However, he might not... Der arme Alter. Ich glaube, also du gewöhnst dich an einen Lebensstil. So, wenn du jetzt, sag ich mal, du bist
hast 500.000 auf dem Konto und auf einmal hast du 3 Millionen auf dem Konto. Dann kannst du schon dich ein bisschen mehr ausleben oder so. Aber angenommen, du hast 600 Millionen auf dem Konto und dann hast du auf einmal 3. Du musst deine Lebensweise ganz anders ändern. Was für andere Leute der Traum ist, 3 Millionen, ist für ihn, glaube ich, der größte Albtraum. Weil ich glaube, das fickt deinen Kopf richtig, richtig krass, wenn du so krass runterfällst. Muss safe nicht einfach gewesen sein. This year, Tyson seems set to make a Rocky Balboa-esque comeback at the age of 53. Ganz krankes Video. Ja, also ich sag ehrlich, ich bin immer noch nicht ganz... Der hat schon sehr, sehr verschwenderisch gelebt, aber 685 Millionen, da werde ich immer noch nicht schlau draus. This guy should never be broke. He's legendary. He should start his own Tyson Sports Clothing Line or something at least. Gute Idee, ne? Okay, Leute, macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen 18 Uhr Restock auf Peso. Und die Raws sind auch wieder online. Ja, ganz wichtig, nachdem der Shop eine Woche offline war. Haut rein, Leute. Peace.